Was geht, meine Damen und Herren, meine Jungs und Mädels? Willkommen zurück auf meinem Late Night Watchers YouTube-Kanal. Wir geben uns heute ein neues Video von Fearsome Top 5, okay? Fearsome Top 5 mit 8 Videos, nennt sich Top 8 Scary Ghost Videos for Intense Spine Tingles. Und bevor wir starten, okay, gibt es eine Sache, ja? Ihr wisst ja, dass ich ein lustiger, humorvoller, feinfühliger, netter, kranker Dude bin, der euch unterhält mit seinen perversen Witzen, mit seinen Ex-Freundinnen-Witzen, mit seinen manchmal hin und wieder humorlosen Witzen. Und genau deswegen, und weil wir natürlich gruselig-muslige Videos schauen, ja, und genau deswegen freue ich mich auf ein Abo, ein Kommi am Ende des Videos und ein Like, okay? Damit würdet ihr mir sehr helfen und ich wäre euch sehr dankbar dafür, okay? Gut, dann starten wir mal das Video. Wie heißen die 3 Zauberworte, die wir sonst immer benutzen, bevor wir die Videos starten? Genau, ready, shit, go. Fearsome Top 5. Los jetet. Fearsome Top 5. Today we'll be taking a look at 8 scary videos of paranormal activity. Oh, hey, 8 scary videos of paranormal. Okay. Number 1. A Reddit user that goes by Squeaky Frog Toes posted a video to the ghost subreddit of something she doesn't know how to explain. Late one night, around 1 in the morning, the growling from her stomach was keeping her awake. She eventually decided. Kennt ihr das? Also the growling of her stomach, also wenn ihr nachts Magenknurren habt. Okay, kennt ihr das, wenn ihr in der Nacht aufsteht oder wach werdet, weil ihr Hunger habt? Ich habe das so oft und dann stehe ich in der Nacht auf und will einfach nur ein Big Mac, 4 Big Mac. Oh, ich habe so Bock auf Big Macs. Ich weiß nicht, was los mit mir ist, aber Big Macs sind das einzig Wahre für mich, mitten in der Nacht. Alles andere geht nicht, Big Mac geht immer. To head to the kitchen to have a quick bowl of cereal. But while she sat there eating alone, she heard something that sent a chill down her spine. Okay, was hat sie gehört? Cornflakes, Mornflakes. Nom, nom, nom. Oh, Jesus. Was? Jackie? Sie hat ihre Tochter gehört. Hi. Mit wem redet sie? Okay, I'm gonna go back to sleep now. Was? Warte kurz. Ist das eine Katze? Ist hier eine Katze? Wieso sehe ich da was leuchten? Ja, okay, das ist ein Hundi wahrscheinlich. Hundi. Ich hab jetzt Pfoten gehört. As she was closing the cereal box, a ghostly voice came from behind her, sounding like it was saying hi. Ja, genau. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nein, ich habe nicht Hi gehört. Ich habe Ma gehört. Ma. Oder? Oh, Jesus. She immediately reacted by jumping up from her chair and turning around, only to discover that no one was there. And as she stood staring into the darkness, she called out her roommate's name, Jackie, thinking that it may have been her. But when there was no Ach, Roommate, nicht Tochter, also ihr Zimmergenosse. response, she knew she was completely alone. After this Sorry, Zimmergenossin. Ja, wir müssen ja heutzutage richtig gendern. Zimmergenossin. encounter, she Jackie. very quickly decided that she ain't dealing with all that at 1 in the morning and made her way back to bed. But who or what was behind her saying hi? Number 2. Okay. Gut. Okay, es war jetzt nichts, was mir. Ich habe mir jetzt nicht in die Hosen gekackt, aber es war allemal fragwürdig, was da passiert ist. Over on a TikTok account called Steve's Spirits, a man named Steve has posted countless videos of his interactions with spirits. Was geht, Steve? A majority of his videos showcase his incredible encounters with ghostly orbs that seem to linger in front of him. And while most of the Ey, aber das hat man jetzt gesehen. Das war jetzt nicht. Oh Gott sei Dank, ich habe den Browser gewechselt. Letztes Mal habe ich Firefox benutzt und jetzt ist Opera. Opera ist einfach viel flüssiger. So, gib dir diesen Orb hier. Gib dir diesen Orb. Das wirkt nicht wie so ein Staubding, das einfach so herumfliegt mit einer komischen Bahn, sondern schau dir mal an, wie das Ding einfach so macht, was es will. Wisst ihr, was ich meine? Das schaut nicht wie ein Staubkorn
Gerstenkorn aus oder irgendwas in die Richtung. Das schaut tatsächlich nach einem Orb aus. Gib dir mal wie schön rund. Ghostly orbs that seem to linger in front of him. And while most of the paranormal experiences he has are with these orbs, some of them are something entirely different. One day in October, the camera in his bedroom caught something downright chilling. Downright chilling. Okay, this is what you gotta think about in this video. You're walking up to a chair, you turn around to sit down, you brace yourself with your arm. Was? Just like you see this. Warte kurz. Seht ihr das überhaupt? Ich gebe mein Bild hier nach rechts. Seht ihr das? Weil da passiert was hier auf dieser Seite hier. Spirit doing with my wife and dogs asleep on the bed. Ach so, die schlafen gerade hier. Die schlafen hier, okay. Und da war aber so ein fetter Schatten, Alter. Der war richtig fett. Genauso wie mein... Das meine ich, das muss sein. Das muss sein. Ohne dem geht gar nicht. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich solche Witze nicht bringen würde. So. If somebody did that, you'd see them in the video. Stunning video. What looks like a shadow figure came into view before appearing to sit down. This unsettling figure left Steve scratching his head as no one was awake when this anomaly was captured. Well, in a more recent video, he caught crystal clear footage of a full body apparition. Was? Kristallklare Aufnahmen? Oi, Pupu, was soll ist das, Mann? Das ist kein Mensch. Menschen bewegen sich nicht so schnell. In this extremely short clip, what looks like a female apparition was caught walking. Wo sieht man da ein Female? Wo sieht man da eine Frau? Wie kann man da entscheiden, dass es eine Frau ist? Female. Es hat geheißen Female. Wer ist da gesessen und hat sich gedacht, ja, Frau. Ja. Und wo sieht man da eine Frau, Bruder? Ich sehe vielleicht Haare mit guter Fantasie, so. Aber ich sehe keine Frau. Aber ich sehe auf jeden Fall etwas Gruseliges, was da nicht hingehört. Ah, deswegen. Deswegen Frau, weil sie durch die Küche geht. Jetzt verstehe ich, ja. Okay. Nein, ich meine, ich bin nicht der Meinung, dass Frauen nur in die Küche gehören, ja. Aber trotzdem, ich denke mir wahrscheinlich, dieser Geister-Content-Creator denkt sich das wahrscheinlich gerade so. Bruder, Frau, Küche, deswegen Frau. Ah, okay, verstehe. So, weiter. From right to left, there's no doubt that this figure was solid. But according to Steve, he believes this is a spirit named Tina that he often interacts with. But in every other video with Tina, she's appeared as an orb. Judging from the numerous videos he's caught, there's no doubt in my mind that there's definitely something lingering in his home. Number 3. A Reddit user named James Reese posted a video to the High Strangeness subreddit that gained some traction. One night while outside of his home in Lubbock, Texas, he caught a glimpse of something bright glowing in the night sky. Oh, UFO-Videos. In his post, he asked if anyone had any idea what this was, or if it was possibly a Lubbock TX, steht das für Texas? Texas? UFO. Well, there's this hue around it, but there's no clouds. Boah, was ist das? Das schaut schon nice aus. That's a weird light. Das schaut schon nice aus. Also das ist definitiv kein Flugzeug, denn dann würde man auch die im Intervall blinkenden Lichter sehen. Die roten, weißen und. Das ist einfach eine Lichtkugel, die da herumschwebt. Aber was? I'm gonna send this into Ancient Aliens, and that guy with the crazy hair is gonna be on TV. The guy with the crazy hair. Oh! I don't know. That's not the Starlink satellite or something, isn't it? Bruder, diese Kinder im Hintergrund, die nerven. Aber das hier. Was ist das? Was soll das sein? Ich kenne kein mir bekanntes Fahrzeug oder Flugzeug, das sowas macht. I have never seen something like that in person.
come out and see. There has to be an alien. What is that? Okay, you're at this in the video, because I'm gonna try to read it with Und jetzt wird es immer dunkler, oder? Es ist nicht mehr so hell. High up in the sky, an object was glowing as it hovered by. And as James and his family stared on in amazement, a bizarre glowing ring seemed to come from this object. Das meine This ich. ring soon disappeared completely, and as James continued recording, this glowing anomaly began to do the same, getting more and more faint until it was hardly visible to the naked eye. So was this ET going for a joyride, or something more easily explainable? Allemal fragwürdiges Ding, das da gefilmt wurde. Und ich persönlich bin ein Befürworter der Alien-Theorie. Ich bin ein Befürworter der Theorie, dass wir definitiv nicht alleine sind und dass wir besucht werden. Und dass die Regierungen das natürlich verheimlichen und was auch immer in die Richtung. Ich habe selbst Sachen gesehen, die ich mir nicht erklären kann. Wie zum Beispiel, ich bin mal habe ich euch das schon mal erzählt? Ich bin mal im Schwimmbad gelegen mit meiner damaligen Freundin. Das war 2012 oder 2013. Und ich bin im Schwimmbad gelegen, auf der Wiese und wollte mich schon schlafen legen, wollte ein bisschen in der Sonne dahin vor mir schlummern und die Bräune generieren lassen. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Und bevor ich meine Augen zugemacht habe, habe ich in den Himmel gesehen. Kristallklarer, blauer Himmel. Und dann habe ich so einen Punkt gesehen. Also Punkt, ich beschreibe das als Punkt, es ist sehr offensichtlich irgendwas gewesen, ein Flugobjekt, ja, aber für mich natürlich ein Punkt aus der Entfernung, war hoch in der Flugverkehrszone, 11 Kilometer würde ich mal sagen, oder vielleicht noch höher. Und es hat dann es ist geradeaus geflogen, also vom Horizont aus konnte ich sehen, wie es über mich quasi fliegt und ich habe das Ding beobachtet und mir gedacht, das ist vielleicht die ISS-Raumstation. Aber tief in mir habe ich mir gewünscht, dass es ein Alien, ein UFO-Flugzeug, was auch immer ist. Ein UFO-Flugzeug, okay? Wow, was für eine Bezeichnung. Und tief in mir habe ich mir das gewünscht, dass das ein UFO-Ding ist, mit Aliens, die drinnen sitzen. Und was ich gemacht habe in dem Moment ist, man sagt ja, dass Aliens oder ich sage einfach Aliens dazu, Außerirdische, dass Außerirdische telepathisch kommunizieren können. Ja, und ich habe mir in diesem Moment gedacht, weil ich war zu dieser Zeit so richtig im UFO-Modus. Es war ja 2012, kurz bevor der Weltuntergang ist. Kennt ihr den Film Maya, mit dem 2012-Film, wo die Welt untergeht und der Maya-Kalender hat den Weltuntergang vorhergesagt und so. Und ich war in diesem UFO-Modus damals drinnen. Ich weiß noch, ich war aufmerksam. Ich habe jeden Tag den Himmel gesehen. So, und ich liege da und denke mir in meinem Kopf, sollte da oben jemand sein, der auf mich runterschaut, bitte gebt mir ein Zeichen. Das habe ich mir damals gedacht, aus irgendeinem Grund, weil ich so hardcore drin war in diesem UFO-Thema. So. Und was passiert? Dieses Ding, dieses Objekt, also flog vom Horizont und ich dachte, es fliegt weiter. Was passiert? Dieses Ding, nachdem ich mir das gedacht habe, ist stehen geblieben. Und ich natürlich komplett aus dem Häuschen, sitze so da auf der Wiese und schaue so rauf und denke mir so, was geht da gerade ab? Hat das Ding jetzt meine Gedanken gelesen? Und dann habe ich mir gedacht, bitte gebt mir ein Zeichen. Und ich schwöre euch, ich lüge nicht und wenn ich könnte, würde ich diese Bilder aus meinem Kopf extrahieren, damit ihr das sehen könntet. Leider ist es nicht möglich. Dieses Ding ist stehen geblieben und aus dem Ding kam ein weiteres Ding raus. Also das eine war, glaube ich, weiß und das zweite war rot, was rausgekommen ist. Rot-orange-mäßig. Und ich sitz so da. Meine Ex-Freundin damals saß neben mir, also lag neben mir auf der Wiese. Das Ding kommt so raus aus dem zweiten, also aus dem ersten, und umkreist es. Das Ding umkreist es. Und ich sitze so da, ich so, oh mein Gott, gib dir das, siehst du das. Und wie ein Vollhonk, wie ein Mongo sitze ich da auf der Wiese vor was weiß ich wie vielen Menschen und die denken sich wahrscheinlich, was geht mit dem Penner ab? Was ist mit dem los? Und meine Ex-Freundin war kurzsichtig, sagt man kurzsichtig? Sie konnte in die Ferne nicht sehen. Sie hat oben natürlich einen Scheißdreck gesehen. Und ich sehe da nach oben und ich bin gerade Zeuge eines Phänomens, eines UFO-Phänomens, das ich mir nicht erklären kann. 2012, da waren keine Drohnen, wie wir sie heute kennen, unterwegs und vor allem nicht in der Flugverkehrszone. Ja, das kannst du vergessen.
Und das, passt auf, und das ist ja nicht alles. Und das Ding, das zweite Ding, was da rausgekommen ist, das rote, umkreist das erste Ding. Und ich starre nach oben und ich denke mir so, was geht da ab? What the fuck passiert hier? Und das Ding umkreist das erste. Und plötzlich, und ich verarsche euch nicht und ich denke mir diese Geschichte nicht aus, jedem, den ich das erzählt habe, erzähle ich das genauso. Das ist in meinem Kopf drin und das werde ich niemals vergessen. Dass beide Dinge sind eben stehen geblieben, also beziehungsweise das zweite Ding, was da rausgekommen ist, ist stehen geblieben. Und wie ihr es aus Filmen kennt, von 0 auf, ich weiß nicht wie schnell, 1000, 2000 km/h, beide Dinge, also beide Objekte, Flugobjekte, UFOs, aus dem Stand heraus. Weg. Also ich konnte schon mitverfolgen, wohin sie geflogen sind, das habe ich noch gesehen, aber die sind aus dem Stand heraus, von 0 auf 1000, 2000 km/h, einfach. Ich habe an diesem Tag mein Leben nicht gepackt. Und diese Bilder sind bis dato in meinem Kopf drinnen. Und deswegen, das ist ein Grund, wieso ich daran glaube, dass wir nicht alleine sind, weil das etwas ist, zwei Sachen könnten es sein. Erstens die Alien-Theorie. Irgendwas Außerirdisches ist da und hat sich mir gezeigt weil ich versucht habe, telepathisch zu kommunizieren, beziehungsweise meine Gedanken habe ich nach oben geschossen. Und das Ding hat dann offensichtlich mit mir kommuniziert, indem es sich gezeigt hat und diese Manöver durchgeführt hat, die abnormal nicht erklärbar sind. Das ist nicht erklärbar. Weder Flugzeug, noch Zeppelin, noch Helikopter, noch damalige Drohnen. Damals gab es keine Drohnen. Es gab schon Drohnen, aber nicht mit der Möglichkeit, in die Flugverkehrszone hochzukommen. Und Akku war natürlich Arsch. Ja, jetzt ist vielleicht wahrscheinlich in 1 Minute fliegen können und bis du oben in 11 Kilometern Höhe bist, ist die Minute vorbei. So, all diese Möglichkeiten sind nicht erklärbar. Und aus dem Stand heraus wegzufliegen auf 1000, 2000 km/h, auch nicht erklärbar. Für kein Flugzeug, für kein Flugobjekt der Welt, für mich nicht erklärbar. So, und damals habe ich mir gedacht, was zur Hölle habe ich da gesehen? Und das ist in meinem Kopf drinnen, die ganze Zeit. Und ich werde das niemals vergessen. Ich habe an demselben Tag noch eine UFO-Hotline angerufen und ich wurde dann interviewt und das war dann alles im Fernsehen. Bei uns in Österreich nannte sich das damals ATV, der Sender. Und da war ich dann, die Dokumentation war nicht so gut, war eher lächerlich dargestellt, aber das, was ich gesehen habe, werde ich niemals vergessen. Und wenn ich könnte, würde ich es jetzt sofort aus meinem Kopf extrahieren und euch zeigen. Würde ich sofort machen, ohne zu zögern. Und wenn es bedeuten würde, dass ich mein Leben hergeben würde, nur damit ihr diese Bilder seht, würde ich sofort machen. Leider habe ich da keine Videobeweise dafür, aber das ist das, was ich gesehen habe und das ich niemals in meinem Leben vergessen werde und deswegen glaube ich an die UFO-Theorie. Genau. Und ich bin jetzt abgeschwoffen. Ich bin abgeschwoffen. Erste Theorie, Möglichkeit, dass es Außerirdische sind tatsächlich. Und zweite Theorie, dass wir, also unsere Regierungen, irgendwo im Verborgenen irgendwas Geheimes gebaut haben, was die Öffentlichkeit nicht kennt und dass die das Ding eben getestet haben. So, aber trotzdem kann ich mir nicht erklären, wie das Ding einfach sich mir gezeigt hat und dann auf meine Gedanken reagiert hat mit, bitte gib mir ein Zeichen. So, genug mit den UFO-Stories. Weiter geht's mal mit dem Video hier. So, Nummer 4. Number 4. Yeah. This next video was posted to Instagram by a man named Zook. Zook. Late one night at 2:40 a.m. while driving down a dark road somewhere in Pakistan, the dashcam in his car managed to catch something peculiar. Something peculiar. Was? Da war so ein komisches Geräusch. Ist es das Ding da vorne? Nein, das As his ist... car came around the bend, a small creature can be seen in the distance. Ach das! This bizarre being crossed the road and appeared to stand on 2 legs to get over the pile of snow. Whatever this was, it doesn't look like an animal, and it definitely does not appear to be a person. Was? Zook has no idea what this was, and he's just hoping he never crosses its path again. Okay, das war richtig schnell. Nummer 5. Nummer 5. 17 years ago, on a YouTube channel run by a man named Paul Sparrow, Das ist der Bruder von Jack Sparrow. a video was uploaded that he claims is evidence of the paranormal.
After hearing reports of ghost sightings in the woods near his home, he bravely decided to take a look for himself. So after borrowing a camera, he made his way outside at nightfall. But as he navigated through the trees, something sinister appeared. Gut, was hat der Bruder gefilmt? Und wieso bewegt er sich so creepy durch den... Und wieso filmt er? Ist es, damit er das Licht nutzen kann, um durch den Wald zu navigieren, oder? Oi, Homanasik, Hofer! Was soll... Sure, so something. Where is it? It's around here somewhere. Das Ding ist weg. Das ist ja verschwunden, genauso wie meine Ex-Freundin. I don't know where it is. Just a few yards away from Paul, a faint figure can be seen walking by. This translucent apparition slowly walked from right to left. Es wirkt ja ziemlich transparent, oder? Das... Before vanishing entirely, Paul immediately realized that he saw something, but as he stepped forward to get a Something. Mann. Paul immediately realized that he saw something. closer look, there was no one there. Besides the incredible apparition that was caught on camera, I may just be more impressed that this video from 17 years ago isn't completely potato quality. Number 6. Numbers. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Number 6. Hat er das jetzt wirklich gesagt oder bilde ich mir das gerade ein, weil mein Kopf so pervers ist? So, zurück. Let's take it back one more time. So. Number 6. Er sagt Sex. Wieso sagt er Sex? Number 6. Oh Gott, okay. On a Reddit account run by a guy named Nikolai, a video was posted of an eerie experience he had. Okay. According to this Reddit user, he recently moved into a new apartment where the landlord told him that the previous tenants left under mysterious circumstances. Ey, wisst ihr, was ich komisch finde? Auf Englisch heißt der Vermieter Landlord. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, hä? Also, ich habe da irgendwo ein Video gesehen von irgendeinem Mädel, glaube ich. Es war so ein perverses Video auf TikTok. Die gemeint hat, irgendwas mit, ich habe die Miete nicht gezahlt und jetzt muss ich meinem Landlord anders die Miete zahlen oder sowas in die Richtung. Ich habe mir gedacht, hä? Was ist ein Landlord? Und wieso muss sie einem Lord die Miete zahlen? Und mich gefragt, was das soll. Konnte ich mir nicht erklären, bis ich mir erklären habe lassen, dass Landlord Vermieter ist. Ja, und das ist schon eigenartig, oder? Immer der Vergleich, Vermieter, Landlord. Und was ist dann der Mieter? Es ist dann der Lord? Oder die Lordin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich damals gefragt, was heißt Landlord? So. Well, after living here for a month, strange things began to happen. Na gut. On several nights, Nikolai woke up to what sounded like someone clearing their throat right next to his ear. Then in the mornings, he began to notice red scratches across his neck. Ach du Scheiße. Well, one evening after returning home, he noticed bizarre fingerprints on his window. And after looking closely, he made the chilling discovery that these fingerprints were on the inside. Later that night, after going to bed, he woke up to the sound of children laughing. He scanned his room and glanced outside, and that's when he noticed this. Oh Mann, Gänsevorhaut. Gut, könnten auch Kinder nachts sein, die da herumlaufen und ein bisschen spielen, aber trotzdem, wie lange will die Schaukel noch wippen? Und die andere Schaukel ist ruhig. After looking out the window, he noticed one of the swings in the nearby park was eerily moving on its own. Ja. He scanned the park, but from the looks of it appeared to be completely empty. And strangely enough, throughout the video, the swing seemed to keep the same momentum as it rocked back and forth.
almost as if someone were sitting on it. Nikolai isn't claiming that this is definitely paranormal, but he has a strong feeling that it's connected to the strange things he's been experiencing. Number 7. Okay. Neben den Kratzern, neben den tiefen Wunden, die er da nachts bekommen hat und dem Atmer oder dem was für Geräusche er gehört hat, ist das noch etwas Zusätzliches. Okay, gut. Nummer 7. Jeff, Mark and Becky from the Ghost Tag Paranormal YouTube channel set out to investigate. Oh, ich sehe gerade, dieses Nummer 7 Video geht von Minute 10 bis Minute 25. Bruder, das ist ein langes Video, okay. The allegedly haunted Fort Horstead. Built in 1889, this was one of 5 forts used to protect the site where iron warships were being constructed. The fort saw no active service until World War I, after being abandoned in 1906. Then later on in 1940, during the Battle of Britain, 6 enemy aircraft were shot down above the fort, crashing nearby. Over the years, paranormal activity has been reported by almost every person that steps foot inside the fort. One part of the fort in particular is known for demonic activity, where several people have been attacked. Disembodied voices, full-body apparitions, and shadow figures are often reported by guests. And with this in mind, the team was ready to begin their investigation. Okay, ganz klar, ganz offensichtlich, hier wurden einige dämonische Gestalten gesichtet, einige paranormale Dinge wurden gesichtet und jetzt sind die ganzen Leute hier auf der Suche nach Geisti-Meistis. Let me start again. That was really strange because something's just turned my camera off. You can probably hear on that camera the noise of the camera being switched off. I was obviously nowhere near it, so I've had to start recording again. Right, as I was saying, my name's Mark. I've come a long way to visit. If there is someone with me at the moment, and the person or spirit that turned my camera off, do you see these flashing lights here? If you come over and touch the metal antenna, it'll make a noise and let me know you're here. So, would there be any chance you could do that or make a noise so I know you're here? Okay, er sagt dem Ding gerade, dem Geisti-Meisti, dass wenn er die Kamera hier berührt oder diese Apparatur hier berührt, dass das einen Laut von sich gibt. Just heard a strange noise come from down there. Could you do that again, please? Thought I heard a voice then. Er hat eine Stimme gehört? Wo? Ein Geräusch hat er auf jeden Fall gehört. Habe ich auch gehört. Movement comes from the stairs next to Mark, which is then followed by a disembodied voice saying, "I'm Martin. Here is the enhanced audio." Ja, das ist Geräusch. Just heard a strange noise come from down there. Could you do that again, please? Das hat er gehört. Habt ihr tatsächlich Martin gehört? Ich habe das nicht gehört, aber da ist sehr klar eine männliche Stimme wahrzunehmen. Thought I heard a voice then. Just heard a strange noise come from down there. Could you do that again, please? Okay, Martin habe ich nicht gehört. Habe ich nicht gehört. Heard a voice then. Bizarre movement, along with a ghostly voice, was the first sign that Mark wasn't alone. The team then made their way down to the area known for demonic activity, when something happened almost immediately. Okay, die sind jetzt runter, eine Etage runter, die bekannt dafür ist, dass dämonische, schweinische Sachen passieren. Was, Alter, erschreckt mich doch nicht so. So it's just pulled my coat where the zip is. Bloody hell. No, I'm not caught with anything.
You okay? Yeah, it just freaked me out. My coat went like that. Right. So, this is what they call the demonic area. Okay. Can you shout out, speak to us, or make some sort of noise so we know that you are here and that you're listening to us? The bloody hell is that? Hört ihr das? Something's moving. That's at the entrance. Is that you? Ist das du? Ist das du? Can you make another loud noise? After Mark felt someone tugging on his coat, the team heard the clear sound of intense banging. Also ich kenne die Jungs hier, die Dudes hier, die besuchen sehr viele Lost Places. Also ich würde nicht sagen, dass es gestellt ist. Einige Videos wirken wirklich glaubhaft und die erschrecken sich auch ziemlich oft sehr glaubhaft. Das kann man natürlich faken, indem irgendjemand steht und auf deren Kommandos reagiert. Ja, die hat vielleicht einen Mic hier irgendwo und auf der anderen Seite hört wie sagt man, der Kamerad, der Teilnehmer, der mit ihnen dabei ist, hört diese Kommandos und macht da Radau irgendwo. Aber ja, bewahren wir mal die gruselige Stimmung und denken nicht daran, dass da irgendwie was fake sein könnte. Coming from somewhere nearby. Jeff and Becky then made their way to one of the long passageways where shadow figures have been seen. And as they began asking questions, it didn't take long for something to respond. So my name is Jeff, and the lady My name is Jeff. Kennt ihr das noch? there holding a camera, her name is Becky. Can we ask what your name is, please? If you can hear my voice, shout out as loud as you can. If you can't shout out, then please throw something, move something. There's lots of things here that you can do. Okay, er verlangt jetzt von dem Ding, dass das Ding seinen Namen sagt und sollte das Ding seinen Namen nicht sagen können, dann soll das Ding etwas werfen. Ja, soll sich auf jeden Fall bemerkbar machen. Can you do that now for us, please? Okay, well, I guess you have made a noise to let us know that you're here. Ich dachte am Anfang, das sind so irgendwelche Rohre, die da gerade verrückt spielen. Aber das hört sich offensichtlich sehr nach tatsächlichen Klopfern an. Are you able to approach us? Ist es dir möglich, uns entgegenzukommen? We don't mean you no harm. Wir meinen dir nichts Böses. And we hope that you mean us no harm. Und wir hoffen, dass du uns auch nichts Böses meinst.
Another banging sound comes from nearby, which is then followed by a woman's voice or a child's voice saying, "Who's that banging?" Here is the audio with enhancements taken from my digital recorder. Eine Frauenstimme oder eine Kinderstimme soll gehört sein. You don't mean you no harm? Tatsächlich, das habe ich gehört. Das hört man tatsächlich. Who's that banging? Oh Mann, oh Mann. You don't mean you no harm? Several banging sounds and a disembodied voice seemed to happen in response to Jeff's questions. Becky then decided to split from the guys and conduct a solo investigation, but this is when things began to get weird. Die hat sich von denen getrennt und macht da. You can see the little flashy lights on the ground here. But if you, there's a little aerial sticking up where the lights are, and if you go near that aerial, it'll just make a little buzzy noise, and that way I'll know you're with me. Thank you. Hello, sweetheart. What's your name? What's your name, darling? Can you tell me your name on this red light here? Das Ding geht ja ab. Can you tell me what your name is? Did you like the flashy lights? See if you can do it again. Someone is moving over there. There was a big movement of something. I'm afraid I'm going to have to put the torch on, I'm sorry. What the hell is that? Who's down there? Oh Gott. Make yourself known. See if you can do it again. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, Gänsehaut. Someone is moving over there. There was a big movement of something. I'm afraid I'm going to have to put the torch on, I'm sorry. What the hell is that? As Becky was completely alone in the pitch-black tunnel, the loud sound of shuffling feet caught her attention. And as she switched on her flashlight, these feet can be heard quickly running away. Almost as if whoever this was did not want to be seen. And as she continued standing in the dark tunnel, this terrifying activity seemed to get worse. Who is that? Oh Mann, oh Mann. Ich meine, das ist auch so eine Sache, wenn mich Leute fragen, wieso machst du keine Lost Places? Bruder, wenn ich Lost Places machen würde, vor sowas scheiße ich mich ganz ehrlich an. Stell dir vor, du bist dort mit jemandem, also mit deinen Freunden, und da ist in dem Gebäude, wo du gerade bist, tatsächlich irgendein Mongo, der dich umhaut, der dich umbringt, was auch immer. Wenn es nicht ein Geist ist. Und das ist so auch mitunter so ein Grund, wieso ich keine Lost Places mache. Das ist immer, du bist dem Ganzen immer einem gewissen Risiko ausgesetzt. Und ja, für den Adrenalinschub machst du es wahrscheinlich gerne, aber wenn es dann hart auf hart kommt, entweder wehrst du die Gefahr ab oder du siehst die Gefahr nicht kommen und bist dann im Arsch. Das ist das Riskante daran. What is that? Whoever you are, show yourself. Stop shuffling around up there. Who are you? Now, Laura, I don't know if you've been in to see me, but what is that? Schon wieder? The sound of these footsteps seemed to get louder, almost as if something was getting closer.
Beginning to get scared and feeling vulnerable, Becky quickly made her way out of the tunnel. Out of curiosity, Jeff decided to take her place to see if this activity would continue. Aha, okay, jetzt ist er dran. Jetzt ist er alleine da. If you're further down at the end of the tunnel, throw something. Wow. Someone's moving. Ja, jemand bewegt sich, das hört man, ganz klar. Now down there is like a stone floor, gravel floor, and it sounded like dragging on that gravel floor. Who's down there? Was passiert da, Alter? Who's down there? The same unmistakable sound of footsteps came from the end of the dark tunnel. Jeff cautiously made his way towards this movement, My name's but couldn't Jeff. find anyone or anything that could have made this sound. And as he stood in place, something chilling was caught on his digital recorder. Komm. Jetzt soll was passieren. I hear a disembodied, muffled voice of a woman come from within the casemates in front of me. Here is the audio taken from the digital recorder that I am holding. Wieder eine Frauenstimme, okay? The ghostly voice captured on his digital recorder was most likely the entity responsible for the movement in the tunnel. The team then concluded the investigation, now certain that a dark energy is lingering inside the fort. Number 8. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Das kann man natürlich alles faken, ja. Die Stimmung will ich jetzt nicht ruinieren. Kann man alles faken, kann man alles irgendwie künstlich herrichten. Aber wenn dem so ist, dass da tatsächlich was Paranormales abläuft, dann ist es allemal nice. Ja, es passiert zwar ziemlich wenig und sehr subtil, aber trotzdem, wenn's echt ist, stabil, Bruder. Nummer 8. Birdie on Reddit posted a video to the ghost subreddit in search for answers. One morning while on an old farm, Birdie was working inside a chicken shed, sorting out some electrical issues. And while inside, he noticed a car sitting in the middle of the shed and decided to record a quick video. Ist das nicht dein Auto? While recording, he noticed something that made him freeze in his tracks. He noticed a car. Er hat ein Auto bemerkt. Ist es nicht dein Auto? Oder was ist da gerade runtergefallen? Was? Wo müssen wir hinschauen? While walking through the shed, he aimed his flashlight towards the opposite end. Was? And in the bright doorway, what looked like a head can be seen. Ja! Someone or something was leaning in and staring directly at Birdie before slowly pulling away, and leaned in again for one last look right before the video cut off. According to Birdie, the other guys on the job that day were off talking to the owner and were nowhere near the shed. So whoever or whatever was ominously staring at Birdie remains a mystery. Make sure to follow me on Instagram. Alter, okay, alles klar. Alles klar, gut, dann sind wir wohl am Ende des Videos angelangt.
War allemal nice, war creepy, meepy, gruselig, muslig. Und wenn ihr nicht die nächsten Videos von mir verpassen wollt, dann blende ich sie euch hier und hier ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, es wird gruselig, muslig. Peace, Freunde.